Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de zu einer neuen Ausgabe unserer Mein Bowling Shop Ball Reviews. Heute haben wir für euch den brandneuen Storm Proton Physics im Review. Aber vorneweg natürlich, wenn euch unser Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn wir neue Videos bringen, gerne einfach die Glocke drücken. Wenn ihr Kritik zu unseren Reviews habt oder sie gut findet, gerne auch unten in die Kommentare rein. So, ich komme jetzt einfach mal vorneweg zum Proton Physics, den ich schon getestet habe. Der Proton Physics macht optisch erstmal ganz schön was her mit Pink, Lila und Schwarz in der Farbe. Als Duft wurde Frosted Cupcake verwendet, damit ein sehr süßer Duft, aber relativ angenehm und dezent. Als Kern wurde der bekannte Atomic Core verwendet, der auch schon in den anderen Physics drin war, Astrophysics und normalen Physics. Der AG-Wert bei 15 Pfund beträgt 2,48, Differential 0,053 und das Intermediate Differential 0,017. Damit ist der Ball ein asymmetrischer Kern. Dieser Kern wird verwendet in 14 bis 16 Pfund. Als Oberfläche ist die NX Solid Reactive Oberfläche, die auch bereits im Axiom verwendet wurde. Ist damit eine sehr, sehr starke Schale mit einem sehr, sehr starken Kern. Also ich war erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich Angst hatte, dass der Ball ein bisschen verbrennen wird, weil das war unter anderem der Fall bei dem Gravity Evolve. Ich habe den normalen Physics sehr, sehr geliebt für seine Drehfreudigkeit. Also ich war skeptisch, aber bin dann auf die Bahn gegangen und war vollkommen perplex, wie stark dieser Ball ist. Ich habe den Ball gleichzeitig getestet mit dem RST-X1 von Rotegrip. Der Unterschied war einfach der, dass der Proton Physics einfach nochmal einen Meter früher angerollt ist als der RST-X1 und aber trotzdem noch ein knackiges Backend hatte. Also er ist nicht verbrannt, wie jetzt zum Beispiel der Gravity. Damit kann ich den Ball eigentlich für Spieler sehr, sehr empfehlen, die wenig Rotation haben und ein Medium bis hohes Tempo haben. Das heißt, Spieler mit 24 km/h aufwärts werden auf mittleren Ölmustern den Ball sehr, sehr gerne spielen, gerade wenn sie weniger Rotation haben. Für Spieler mit mehr Rotation, diese brauchen auch ein bisschen mehr Ölvolumen. Für langsame Spieler, glaube ich, ist tatsächlich der Ball nicht so geeignet. Außer es ist langsam mit wenig Rotation. Dann kann ich es mir sehr gut vorstellen. Wenn man die Oberfläche noch mal ein bisschen bearbeitet, anstatt mit 2000 Grit abrollen mit 4000 Grit, dann kann man da noch mal ein bisschen tricksen für die langsameren Spieler. Spieler mit hohem Tempo und hoher Rotation werden auf Pattern bis 43, 44 Fuß mit dem Ball sehr, sehr gut klarkommen. Und ich glaube tatsächlich, dass auf Sportpattern dieser Ball eine Wucht ist. Also ich glaube, dass der auch konkurrieren kann. Wenn jetzt sowas wie Idle oder Phase 2 zu schwach ist, dann kommt der Proton Physics mit noch mal ein bisschen extra Kick hinten. Das heißt, wenn die ein bisschen rumeiern, 2,810 Sportpattern, dann kann man mit dem Proton Physics durchaus nochmal was anstellen. Und ja, wie gesagt, Pattern, glaube ich, ab 40 Fuß aufwärts. Ölvolumen, mittlere bis viel Öl. Also für schnelle Spieler mit wenig Rotation, glaube ich, eher mittlere Ölvolumen. Da wird das ganz viele Öl nicht funktionieren. Für Spieler mit viel Rotation und ein bisschen höheren Tempo wird der auch bis sehr, sehr hohe Volumen sehr, sehr gut sein. Nachdem die anderen Physics, Astrophysics und normale Physics, schon sehr, sehr gut geeignet waren, um die Oberfläche zu ändern, glaube ich auch. Das habe ich leider nicht testen können bis jetzt. Aufgrund der aktuellen Lage, dass man nicht spielen kann, habe ich noch nicht testen können, die Oberflächen zu verändern. Aber ich gehe einfach mal davon aus, nachdem das beim Axiom mit der NX Solid Oberfläche schon sehr gut funktioniert hat und beim Physics und beim Astrophysics ebenfalls sehr gut funktioniert hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch bei diesem Ball eine Oberflächenveränderung kein Problem sein wird. So. Jetzt werdet ihr natürlich noch ein paar Würfe von mir sehen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal natürlich und teilen, liken, weitererzählen. Tschüss!